Eis essen, schwimmen gehen oder so wie wir letzte Woche hier bei uns in der Maintower Sommertour vielleicht einfach so ein kleiner Ausflug in eine Tropfsteinhöhle bei Breitscheid. Das sind alles so Sachen, die mir persönlich in den Kopf kommen, wenn ich über Freizeitgestaltung bei um die 30 Grad nachdenke. Unsere Sportstreberin Lara Trezzino, die ist heute aber los und zwar zum Schiersteiner Hafen. Und da ist sie nicht zum Schwimmen und auch nicht zum Eisessen. Sie sehen es schon. Lara, du machst heute tatsächlich freiwillig Sport. Genau, weil ich habe mir gedacht, was kann man denn Schöneres machen als bei diesem Wetter, als Sport? Und die Antwort war, draußen Sport zu machen. Und zwar auf dem Wasser, auf dem Rhein, man kann es schon sehen. Stand-up-Paddling-Yoga nennt sich das Ganze. Gründerin ist Laura, sie ist gerade schon dabei, wir müssen sie aber trotzdem stören. Laura, was ist denn das ganz Besondere oder was ist denn der Unterschied zu Yoga in der Halle oder auf dem Board zu machen? Ich nehme an, es ist wackeliger. Genau, richtig. Zudem haben wir durch das Wasser als dynamischen Untergrund einfach die perfekte Kombination, die Tiefenmuskulatur anzusprechen, sitzen gleichzeitig noch in der Sonne, in der wunderschönen Natur und haben dadurch die Chance, auch dem Alltag zu entfliehen und zu entspannen. Genau, das ist ja mehr oder weniger auch der Sinn hinter Yoga. Ich bin keine Yoga-Expertin. Das ist Nina. Nina ist nämlich die Yoga-Lehrerin. Und Nina, muss man denn besonders oder muss man sehr sportlich sein, um Yoga zu machen schon, aber muss man noch sportlicher sein oder noch besser Yoga können, um das Ganze auch auf so einem Board machen zu können? Grundsätzlich nicht, nein. Also es ist gut, wenn man schon mal Yoga gemacht hat, das hilft, dann sind nicht alle Komponenten neu, aber es geht hauptsächlich darum, also auch beim Yoga, egal ob an Land oder auf dem Wasser, den Körper zu spüren und die eigene Erfahrung zu machen und da neugierig zu sein, was passiert. Ich bin neugierig und ich würde gerne 2, 3 Übungen von dir gezeigt bekommen, die wir alle zusammen machen. Ja, dann lass uns mal im Vierfüßlerstand starten. Dafür bringst du die Knie unter die Hüfte, die Hände unter die Schultern. Das ist eine ganz klassische Übung. Auf dem Board ist der Stand meistens ein bisschen weiter als an Land. Genau, also worauf muss ich achten, dass ich weiter auseinander stehe? Genau, und vielleicht rückst du noch ein Stückchen nach hinten, dass du da auf der Höhe deiner Dass Griffe ich auch nicht bist. runterfalle. Kann ich denn runterfallen? Geht das einfach? Du kannst runterfallen, aber die Gefahr ist relativ gering. Also tatsächlich ist während des Kurses noch nie jemand im Wasser gelandet. Okay, dann wollen wir das heute auch nicht probieren. Nee, das wird auch heute nicht passieren. Genau, wir fließen jetzt hier durch Katze und Kuh. Das ist eine ganz klassische Yoga-Übung. Dafür spannst du die Wirbelsäule weit nach oben auf, wenn du ausatmest. Und wenn du einatmest, öffnest du dein Herz nach vorne und dein Blick ebenfalls. Von hier aus können wir uns auch gerne mal in den herabschauenden Hund schieben. Der herabschauende Hund ist so ein spitzes Dreieck, genau. Die Beine sind gebeugt, dein Becken kippt, sodass dein Steißbein noch mehr Richtung Himmel scheint und die Schultern sinken tief. Nina, wenn ich mich hier so umschaue, dann sehe ich vor allem viele Damen, ein Herr, aber mir wurde schon gesagt, dass er selber Kursleiter ist und deswegen auch mitmacht. Was glaubst du denn, woran liegt es denn, dass hier so wenige Männer sind? Haben die Angst vor der Sportart? Die haben vielleicht Angst vor dem Wasser, aber eigentlich müsste man eher die Männer fragen, warum sie nicht hier sind. Genau, ja. Jetzt haben wir das ja hier gerade schon sehr, also zumindest die anderen, super vorgetragen. Laura, vielleicht bekommen die einen oder anderen ja Lust, das jetzt auch selber mal auszuprobieren. Was können sie denn machen, wenn sie das gerne mal machen Genau, wollen? also wir haben auf unserer Internetseite rhein-hub.com, da haben wir alle Informationen drauf. Gerne auch anrufen oder eine E-Mail schreiben. Wir sind hier im schönen Schiersteiner Hafen zu finden. Unsere Kurse sind jeden Samstag um 10 Uhr. Genau. Cool. Also dann, vielleicht hat der ein oder andere dazu jetzt Lust bekommen und will mal mitmachen. Vielleicht auch der ein oder andere Mann, vielleicht Marvin ja auch du, um die Männerquote hier mal ein bisschen nach oben zu treiben. Ja, ich wäre dann auf jeden Fall der allererste, der bei so einem Kurs im Wasser landet. Also vielleicht probiere ich das mal aus.